Moin Moin meine Freunde des selbsterzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit der Bluetti AC70. Viel Spaß! Ja, was wollen wir heute uns angucken? Zuerst gucken wir uns mal die technischen Eckdaten an am Live-Objekt. Danach gehen wir durch die Bluetti App-Funktion dieser AC70. Anschließend Einsatzgebiete und Verwendungszwecke, welche Vor- und Nachteile wir haben, Alternative und ähnliche Produkte und zum Schluss fasse ich alle wichtigen Daten nochmal zusammen. Wir schwingen jetzt einmal rüber zum Live-Objekt und schauen uns das Ganze doch mal an. So meine Freunde, da haben wir das gute Stück AC70. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit den ganzen Ein- und Ausgängen an, was wir hier so haben, ganz grundsätzlich. Wir haben hier auf der Seite erstmal den DC bzw. PV-Input mit einer Range von 12 bis 58 Volt, maximal 10 Ampere und ja, maximal 500 Watt. Wir haben hier als Input einen XT60-Stecker und in dem Lieferumfang ist ein XT60 zu MC4 und Zigarettenanzünder auf XT60 enthalten. Das heißt, ihr könnt das Ganze dann über Solar und übers Auto laden und natürlich auch über den Netzstecker, da kommen wir aber gleich nochmal zu, das ist hier nämlich eine Besonderheit. Dann haben wir hier einen 12 Volt 10 Ampere Zigarettenanzünder Ausgang. Kennt ihr wahrscheinlich schon von den meisten anderen Powerstationen. So, machen wir nochmal zu ordentlich. Genau, dann haben wir hier noch großes Display, das zeige ich euch gleich nochmal in Action. Wir haben 2x230 Volt Schuko-Ausgang, insgesamt 1000 Watt Leistung mit purem Sinus. Ihr habt hier die Möglichkeit noch über den Powerlifting Mode bis 2000 Watt auszugeben. Das zeige ich euch dann aber am besten gleich nochmal in der App. Genau, dann gehen wir einmal hier so zur Seite und da sehen wir, hier haben wir noch eine Klappe. Das ist die Klappe für den Eingang des Netzteils. Und wenn wir uns das mal anschauen, haben wir gar keinen runden Stecker mehr. Ja, ganz interessant. Bei dieser Einheit und auch bei der AC2A, der etwas kleineren Einheit aus dieser Reihe, ist kein portales Netzteil mehr verbaut, sondern das Netzteil ist irgendwo hier unten drin in der Einheit verbaut. Das Einzige, was ihr noch mitschleppen müsst, wenn ihr eure AC70 dann über ein Netzteil laden wollt, ist ein ganz normaler Schuko-Stecker, Kaltgerätestecker. Also das ist dann sowas hier, wo ihr auf der einen Seite den Schuko-Plug habt und auf der anderen Seite dann den Kaltgerätestecker. Ja, macht man dann hier die Klappe auf und wackelt den dann hier so ein bisschen rein. Ja, finde ich auf jeden Fall eine coole Änderung. Kann man so oder so sehen. Auf der einen Seite muss man dieses schwere Netzteil nicht mal separat mitschleppen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn hier was kaputt geht drin, muss die ganze Powerstation eingeschickt werden. Also so ein bisschen zweiseitiges Blatt, zweiseitiges Schwert, genau. Genau, an sich finde ich es aber ganz cool. Wie gesagt, man muss dann nicht diesen dicken Block mitschleppen. Hier haben wir noch eine Erdungsschraube für diverse Anwendungsbereiche. Und ja, sonst sieht man hier an der Seite relativ viel Kühlung. Wir haben hier so ja, gelöcherte Seite, wo hier zwei Lüfter sitzen. Auf der anderen Seite haben wir das Ganze auch nochmal, um die Luft von links nach rechts oder rechts nach links rauszupusten. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, in welche Richtung das geschieht. Dann nicht zu vergessen, ja, wir haben hier auch noch USB-Outputs. Wir haben hier zweimal USB 100 Watt, was ich sehr cool finde, weil ich diese USB-C-Anschlüsse relativ oft benutze bei den Powerstationen. Und ja, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, sogar zum Beispiel 2 Laptops zu betreiben. Ja, das heißt, man muss hier nicht den Wechselrichter unbedingt einschalten, der Hitze und ja, auch Verluste hat, sondern man kann hier direkt den Gleichstromausgang benutzen. Finde ich ganz cool. Und wir haben noch zweimal USB-A, die jeweils 12 Watt ausgeben. Also wir haben hier keine 18 Watt USB-A. Ja,
Finde ich ehrlich gesagt aber auch nicht so super schlimm. Wie gesagt, die meisten Geräte heutzutage haben sowieso USB-C. Also die werden hier drüber sowieso gut bedient. Und ja, für die Geräte, die halt nur noch USB-A auf USB whatever unterstützen, ja, gibt es hier halt nochmal 2 extra Ports. Genau. Ja, so den technischen Daten habe ich mir hier mal einen kleinen Merker aufgeschrieben, damit ich ja nichts vergesse. Die Powerstation unterstützt USV-Funktionalität oder UPS, je nachdem, wie man das nennen will. Also unterbrechungsfreie Stromversorgung. Ja, wie funktioniert das Ganze? Letztendlich packt ihr hier an die Seite euren Kaltgerätestecker rein und steckt eure Powerstation in die Steckdose. Und hier könnt ihr dann einen Verbraucher anschließen oder auch irgendwo anders, also an den Ausgängen einen Verbraucher. Und der Strom wird direkt hier, also ihr steckt das da hier in die Steckdose, das Kabel, das geht dann hier rein und das, was ihr hier an dem Ausgang sozusagen an Strom verbraucht, wird direkt aus eurer Steckdose gezogen. Wenn ihr mal einen Ausfall habt in Strom, ja, dann kappt die Verbindung hier und ihr bekommt dann innerhalb von weniger als 20 Millisekunden Strom aus dem Akku geliefert. Ja, also kann für Geräte sein, die ja relativ wichtig sind, dass sie immer durchlaufen, ja, eine ziemlich nützliche Funktion sein. Genau, dann Thema Lüfter hatte ich ja schon mal kurz angesprochen. Haben wir hier an der Seite jeweils 2 Stück, links und rechts. Die Lüfter zeichnen sich wirklich extrem durch Laufruhe aus, wenn sie an sind. Das Thema, wann sie an sind, ist immer noch so eine andere Sache. Das erzähle ich euch aber noch später im Video. Erstmal so von der Lautstärke. Wenn sie laufen, sind sie extrem leise. Ja, die Bluetti-Website gibt so ungefähr etwas weniger als 50 Dezibel an. Ja, das habe ich mit einer Smartphone-Messung ungefähr bestätigen können. Also die Lüfter sind wirklich extrem leise, auch beim Laden. Da kann man wirklich absolut nicht meckern. Ja, wo wir schon beim Thema Laden sind. Ja, wie schnell können wir denn diese Powerstation aufladen? Die Angabe geht hier über den DC im Normalmodus, also mit 500 Watt. Da haben wir tatsächlich den Akkustand von 80% erreicht innerhalb von 45 Minuten, was schon eine ziemlich flinke Sache ist. Wenn man noch etwas flinker sein möchte, dann hat man die Möglichkeit, hier für den AC-Eingang noch etwas schneller laden zu können. Da gibt es hier einen Fast-Charge-Modus, wo wir das Ganze dann auf knapp 1000 Watt erhöhen können. Standardmäßig lädt sie 500 Watt, im Silent-Modus ca. 300 Watt. Für die Leute, die es dann noch leiser haben wollen. Genau. Und, genau, Thema Kapazität ist vielleicht noch ganz interessant für die meisten Leute. Wir haben hier 768 Wattstunden. Ja, also ein ganz gutes Mittelmaß. Nicht zu klein, nicht zu groß, meiner Meinung nach. Im späteren Verlauf des Videos zeige ich euch nochmal, für welche Anwendungszwecke man das Ganze hier gut verwenden kann. Und genau, dann würde ich sagen, das war es soweit erstmal von der Live-Unit. Wir sehen uns dann gleich wieder im regulären Video. Bis dann! Ja, das Display wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe es natürlich dummerweise vergessen. Schauen wir uns das Ganze doch nochmal an. Wir haben hier ein wirklich relativ großes Display verbaut. In der Mitte groß zu sehen der aktuelle Akkustand und darunter wie lange die AC70 noch braucht, bis sie leer ist, beziehungsweise wenn wir die Einheit laden auch, wie lange sie braucht, bis sie komplett vollgeladen ist. Wir haben links und rechts jeweils oben die beiden Inputs und darunter die beiden Outputs. Also DC-Input, AC-Input und DC-Output, AC-Output, jeweils mit der gemessenen Wattleistung. Wir haben oben und unten am Bildschirmrand noch jeweils Informationen, die wir jetzt nicht sehen können. Wir können zum Beispiel am oberen Bildschirmrand sehen, wenn der Lüfter läuft, dann sehen wir so ein kleines blaues Lüftersymbol. Und wenn wir mit der Bluetti-App verbunden sind, sehen wir auch ein kleines Bluetooth-Symbol. Auf der unteren Linie sehen wir dann auch noch ein paar Fehlercodes, falls mit der Einheit irgendwas nicht stimmt. Ja, schauen wir uns doch jetzt mal die Bluetti-App an. Wir können die AC70 über Bluetooth koppeln, also schaltet euer Bluetooth an eurem Smartphone und dann könnt ihr euch entsprechend mit der AC70 verbinden. Das Layout sieht relativ ähnlich aus. Wir haben oben links wieder den PV-Input, den wir uns hier in der App auch
schön detailliert anzeigen lassen können. Oben rechts das Ganze für das Stromnetz. Unten links haben wir den AC-Ausgang, der hier keine weiteren Informationen bereitstellt. Und unten rechts haben wir entsprechend den AC-Ausgang. Generell haben wir hier in der App wieder die Möglichkeit, die DC- und die AC-Gänge ein- und auszuschalten, uns unsere PV-Generation anzugucken und auch ein paar detailliertere Infos hier zur Batterie anzuschauen. Wenn wir uns oben rechts auf das Zahnrad bewegen, haben wir hier diverse Optionen. Das erste wäre hier zum Beispiel der Charging Mode, wo wir zwischen Standard, Turbo und Silent wählen können, um die Ladegeschwindigkeit zu beeinflussen. Dann der angesprochene Powerlifting Mode, wo ihr dann für bestimmte Geräte 2000 statt 1000 Watt nutzen könnt. Was immer oft gefordert war, ist dieser Eco-Modus, wo ihr dann sagen könnt, dass euer AC- oder DC-Ausgang ausgeht, wenn für eine bestimmte Zeit eine gewisse Leistungsgrenze unterschritten wird. Wir haben die Möglichkeit, das Display automatisch ausschalten zu lassen, für 30 Sekunden, 1 Minute, 5 Minuten oder permanent an. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, hier die Firmware zu updaten, wie bei den ganzen anderen Bluetti-Einheiten auch. Und wir haben die Möglichkeit, dass, wenn wir über AC diese USV-Funktion nutzen möchten und euer Stromnetz aber etwas instabil ist, dann passt sich die AC70 darauf an. Ihr könnt dann zwischen 50 und 60 Hertz auswählen, was euer Wechselrichter ausgibt. Und das Top-Feature, finde ich, ist hier, dass man die Einheit auch ausschalten kann. Das heißt, wenn man sie am Abend nicht mehr verwendet, sagt man einfach ausschalten und am Morgen durch den PV-Eingang schaltet sich das Ganze dann wieder ein. Ja, welche Einsatzgebiete haben wir denn für diese AC70? Also zum einen finde ich, ist das eine super Powerstation für Reisen und Camping. Ein perfekter Einsatz im Wohnmobil, Wohnwagen oder auch auf dem Campingplatz selbst, gerade irgendwie in Kombination mit einem Solarpanel. Der Wechselrichter reicht für den Betrieb von den allermeisten notwendigen Geräten, wie zum Beispiel eine mittelgroße Mikrowelle, Kühlschränke oder auch eine Kaffeemaschine mit dem Powerlifting-Mode. Und das Ganze ermöglicht dir einfach ein wirklich komfortables und ertragliches Reiseerlebnis mit sauberer Energie. Ja, ein weiterer Punkt, Integration in den Alltag, finde ich, diese Einheit kannst du wirklich super in deinen Alltag integrieren. Ich zum Beispiel benutze diese AC70 für mein Homeoffice. Die Kapazität reicht perfekt aus, um circa 8 Stunden meinen Laptop über eine Dockingstation und einen Monitor zu betreiben, also das volle Homeoffice-Setup kann ich damit einen Arbeitstag lang betreiben. Super ist, dass das Ganze wieder sehr schnell aufgeladen ist. Das heißt, nach dem Feierabend kann ich sie schnell anstöpseln und entsprechend ist sie am nächsten Tag dann wieder ready to go. Und für Leute, die viele Videokonferenzen oder allgemein Telefonkonferenzen haben, ist dieser leise Lüfter natürlich auch ziemlich Gold wert. Also wenn man ein Headset auf hat, hört man die überhaupt nicht. Super Sache. Ja, kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Größtenteils Vorteile tatsächlich. Wir haben aber auch 2 Nachteile, auf die ich dann aber gleich noch näher eingehe. Wir fangen erstmal mit den positiven Vibes an. Also, was ich gut finde, ist, dass wir eine App-Steuerung haben mit vielen Features. Auch, dass man die Einheit zum Beispiel über die App ausschalten kann. Man kann sich über die Eingänge eingehend informieren. Also, wie viel Spannung, wie viel Leistung an dem Eingang anliegt und noch das Gleiche für die Ausgänge. Finde ich eine super Sache. Wurde oft nachgefragt, hat man integriert. Dann Powerstation in der Leistungskategorie haben normalerweise ein MPPT, der nur so bis 28, 30 Volt geht. Hier haben wir einen MPPT, der eigentlich eher größeren Powerstation vorbehalten ist. Finde ich super, man kann große Panels anschließen. Und allgemein super Ladeleistung, auch über AC mit 1000 Watt.
Da hat man sich wirklich Mühe gegeben. Thema Lüfter. Ja, das habe ich ja in meinem Video schon erklärt, als ich die Live-Aufnahme gemacht habe. Ja, die Lüfter sind erstmal leise. Ja, kann man erstmal nicht meckern. Die laufen wirklich sehr ruhig. Nachteil an den Lüftern ist aber, dass sie auch relativ unregelmäßig laufen und auch schon ab sehr wenig Last. Also die Lüfter sind eher leistungsgesteuert. Hat man also einen Laptop, der zum Beispiel 100 Watt verbraucht und man klickt irgendwas an, macht irgendwas anderes. Ja, die Last des Laptops steigt, dann steigen auch die Lüfter mit. Und wenn der Laptop wieder weniger Leistung abruft, dann sinken auch wieder die Lüfter. Und beim Laptop ist es halt so, dass sowas teilweise innerhalb von ein paar Sekunden immer hin und her geht. Ja, das empfinde ich als etwas störend. Wie gesagt, Gott sei Dank sind die Lüfter relativ leise. Wieder toll finde ich das große Display. Ist super ablesbar, alle nötigen Informationen, die man braucht. Und wir haben hier eine, würde ich sagen, grundsolide Auswahl an Ausgängen. Alles, was man braucht. Kein Schnickschnack. Ja, so ein bisschen neutral bewertet. Es ist eher ein Nachteil, ist der Formfaktor. Für die Größe der Powerstation, also die Akkukapazität, ist sie schon relativ groß. Man muss natürlich aber auch kein externes Netzteil mitschleppen. Ja, beim Thema Alternativen habe ich hier auf jeden Fall ein Modell, was so ziemlich da gut passt. Und zwar ist es die EB70. Die EB70 hat erstmal einen kleineren DC-Input, maximal 28 Volt bei 200 Watt. Ja, die AC70 58 Volt 500 Watt. Ja, diese 28 Volt 200 Watt ist so das Typische für solche Einheiten in der Größe. Die Wechselrichterleistung ist tatsächlich identisch, beides mit 1000 Watt. Allerdings bietet die AC70 kein Powerlifting-Mode. Das heißt, hier ist definitiv bei 1000 Watt Schluss. Dann hat die EB70 keine App-Steuerung. Ja, das liegt aber im Auge des Betrachters, ob man das braucht oder nicht. Ich finde das Ganze immer sehr praktisch, gerade durch die Steuerung der Wechselrichter bzw. DC-Ausgänge. Die EB70 hat aber auch Vorteile tatsächlich. Dadurch, dass kein integriertes Netzteil verbaut ist, ist der Formfaktor deutlich schmaler, gerade von der Höhe her. Also wenn ihr keinen Platz habt für die AC70, wäre das hier vielleicht nochmal eine Überlegung wert. Und wir haben auch mehr DC-Ausgänge. Wir haben nämlich neben den beiden USB-C und den USB-A auch noch 2 Ausgänge als Rundstecker mit 12 Volt. Zu den Lüftern kann ich persönlich nicht so viel sagen, nur das, was ich online gelesen habe. Habe gesehen, die laufen relativ selten, wenn sie laufen, aber auf Vollgas. Also es gibt keine geregelte Lüftersteuerung, entweder aus oder an. Ja, das kann man sowohl als Vor- und als Nachteil sehen. Und kapazitätsmäßig hat sich auch etwas getan. Die EB70 hat 716 Wattstunden und die AC70 768 Wattstunden. Inwieweit sich das aufhebt, etwas mehr Vorteil durch die mehr Elektronik, App-Steuerung etc., kann ich nicht ganz genau sagen. Ja, ich würde sagen, sie sind ungefähr gleich auf von der Kapazität her. Ja, zum Schluss noch einmal die wichtigsten Daten zusammengefasst. Also wir haben einen 1000 Watt Wechselrichter mit der Option zum Powerlifting 2000 Watt. Wir haben eine große Auswahl an Schnittstellen, zweimal USB-C mit 100 Watt, zweimal USB-A mit 12 Watt und einen 12 Volt Ausgang. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze hier über die Blue Yeti App zu nutzen, mit Over-the-Air Firmware Updates und Monitoring über Bluetooth. Wir haben einen sehr großen MPPT verbaut, wo man auch größere Panels anschließen kann, maximal 500 Watt, und über AC können wir hier super schnell mit 1000 Watt laden. Und für alle Leute, die wichtige Geräte betreiben wollen, bietet diese Powerstation auch einen 24/7-Betrieb durch die eingebaute USV-Funktion. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann gerne mit in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann!